Herr Söder, Ihre Partei, die CSU, steht mächtig unter Druck. Wie erleben Sie den Wahlkampf? Die Wahlen in Bayern. Wow. Also das Ergebnis von bayerischen Wahlen ist im Grunde genauso spannend wie das Ende von romantischen Filmen, in denen eine verträumte Frau hin und her gerissen ist zwischen einem reichen, aber langweilig braven Mann und einem armen, aber leidenschaftlich coolen Mann. Für wen wird sie sich am Ende wohl entscheiden? So ähnlich spannend ist es auch bei Wahlen in Bayern. Also die CSU steht eigentlich als Sieger immer schon vorher fest. Und der Mann, der dieses Mal den triumphalen Erfolg für die CSU holen soll, ist der einzige, der unvergleichliche, der unglaubliche Super Söder. Jawohl, CSU-Lichtgestalt und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Gesegnet mit einem unnachahmlichen Super-Wendehals, durch den er jederzeit phänomenal seine Richtung und Meinung ändern kann. Immer in der Hoffnung, irgendwie, hoffentlich, vielleicht den Nerv der bayerischen Wähler zu treffen. Und dieses Mal, Sportsfreunde, geht es um die Ehre. Die AfD schafft es bei der letzten Bundestagswahl locker in den Bundestag. Vor allem ehemalige Wähler von CDU und CSU wechselten in Scharen zur AfD. Für die CSU ein Warnsignal. Das Ziel ab jetzt: auf keinen Fall weiter Wähler an die Alternative für Deutschland verlieren. Es folgte ein knallharter Wahlkampf ums Thema Flüchtlinge, der den Wählern zeigen sollte: die AfD versteht vielleicht keinen Spaß bei Flüchtlingen, aber die CSU versteht gar nichts. Das ganze Theater gipfelte vor kurzem in Seehofer Zirkus um Rücktritt oder Nicht-Rücktritt. Wir erinnern uns, CSU-Innenminister Horst Seehofer hatte einen Asyl-Masterplan aufgestellt mit 63 Punkten, was sich alles in der deutschen Flüchtlingspolitik ändern müsse. Und weil Merkel einen Punkt davon ändern wollte, sprich von 63 Asylwünschen Seehofers nur 62 mitmachen wollte, ging es einfach gar nicht mehr. Ja, also ich kann mit der Frau nicht arbeiten. Alles war sehr dramatisch und Markus Söder war voll dabei. Asyltourismus, Asyltourismus, Asyltourismus. Wir wollen den Asyltourismus in Europa beenden. Und das hat Horst Seehofer heute klargestellt und er hat davon die volle Rückendeckung von Bayern und der CSU bekommen. So, saubere Arbeit, ja. Also man kochte wochenlang die Themen hoch, unsichere Grenzen, Terrormuslime, kriminelle Ausländer, um der AfD nicht in die Hände zu spielen. Und diese geniale Strategie, ja, CSU-Wahlkampf zu machen mit AfD-Inhalten und AfD-Sprache, diese Strategie führte zum überraschenden Ergebnis, dass die AfD in Umfragen einen historischen Rekordwert erreicht und die CSU einen historischen Tiefstand. Ups! Ja, wer hätte das denn ahnen können? Die Wahl in Bayern rückt jedenfalls immer näher und die CSU steuert auf ein Wahldesaster zu. Aber zum Glück haben sie ja noch Super Söder mit seinem super Wendehals. Und nachdem die CSU insgesamt und Markus Söder persönlich über Wochen versucht haben, die AfD in Sachen Anti-Flüchtlingsrhetorik rechts zu überholen und dieser Versuch ziemlich nach hinten losgegangen ist, gibt es jetzt eine neue Strategie. Und deshalb verkündet Ministerpräsident Söder, ach was, nennt ihn Markus, auf dem YouTube-Kanal der bayerischen Staatsregierung jetzt eine wichtige, eine geradezu väterliche Botschaft ans Volk. Wir sollten alle auf die Wortwahl achten, die wir verwenden. Ich habe zum Beispiel entschieden, dass wenn sich jemand verletzt fühlt durch ein Wort, sagen wir Asyltourismus, dann verwende ich das Wort nicht mehr, aber das sollten sich andere auch überlegen. Politiker aller Couleur müssen sich auch entsprechend benehmen. Von meiner Seite eine Garantie. Ja, spannend, wichtiger Punkt, wichtiger Punkt. Nur eine kleine Frage hätte ich da am Ende doch noch. Wen willst du hier eigentlich verarschen? Ja, also ich fasse das jetzt einfach mal so zusammen, wie ich es wahrnehme. Der einzige Grund, warum du da auf einmal vor diesem unschuldig weißen, weich gezeichneten Hintergrund stehst und dich besorgt zeigst über eine sprachliche Verrohung in der politischen Debatte, ist, dass es bei der CSU nicht geklappt hat. Also sind wir doch mal ganz ehrlich, ja, wenn dieses ganze Anti-Asyl-Gelaber von dir und deinen Boys da irgendwie Erfolg gehabt hätte, ja, und die Umfragewerte krass nach oben gegangen wären, ihr würdet doch heute alle noch genauso reden und wahrscheinlich auch noch Unerträglicheres von euch lassen. Ja, dann wären wahrscheinlich Flüchtlinge, die ihren Verwandten in der Heimat irgendwie Handyfotos aus Deutschland schicken, wären dann auf einmal Asyl-Influencer oder was weiß ich. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass uns das erspart geblieben ist. Ich bin froh, dass diese CSU-Strategie gescheitert ist. Aber nur, weil du plötzlich Kreide frisst, heißt das nicht, dass du keine laberst.